Unter uns leben Menschen, die sich unmenschlich verhalten, eher wie Raubtiere, denn sie haben sich Jagdtechniken angeeignet, mit denen sie ihre Opfer manipulieren, um sie unter Kontrolle zu bringen, auszubeuten, ihren Selbstwert zu zerstören und weiterzuziehen, wenn sie alles herausgeholt haben, was möglich war. Die Serie Menschliche Raubtiere und ihre Jagdtechniken gibt deinem Frühwarnsystem ein Update. Woran erkennst du, dass du manipuliert wirst? Gibt es ein bestimmtes Zeichen oder Gefühl, das darauf hinweist, dessen du dir bewusst sein solltest? In der Narzissmusaufklärung hört man oft, du sollst auf dein Bauchgefühl hören. Es ist jedoch schwierig, Manipulationen nur anhand deiner Gefühle zu erkennen, weil manipulative Menschen ja an deinen Gefühlen ansetzen, um dir dein kritisches Denken zu vernebeln. Deine Emotionen, wenn du manipuliert wirst, haben eine Auf- und Abkurve. In dem Moment, in dem die Abfahrt beginnt und wenn wir anfangen, uns traurig, wütend oder betrogen zu fühlen, ist es normalerweise zu spät. Wir sind bereits in die Falle getappt. Wusstest du, dass dein Gehirn Absicht vor Worten verarbeitet? Wenn du manipuliert wirst, hast du vielleicht für den Bruchteil einer Sekunde das Gefühl, dass eine Phrase oder ein Kommentar gemein war oder dein Gegenüber eine Agenda hat. Aber sobald das Gehirn anfängt, Worte zu verarbeiten, übernimmt der Neokortex die Kontrolle und es neigt dazu, die Worte zu bevorzugen. Erinnere dich daran, dass du dich für einen Moment neben einer bestimmten Person unsicher gefühlt hast und das irritierte dich. Was du in der Nähe einer manipulativen Person erlebst, wird als kognitive Dissonanz bezeichnet. Dein Nervensystem ist in Alarmbereitschaft, aber du kannst nicht sagen, warum. Und du weißt auch nicht, was du glauben sollst. Man wird sich schließlich dafür entscheiden, die vom logischen Gehirn gesendete Nachricht zu priorisieren, da es etwas ist, das wir interpretieren und kontrollieren können. Worte, Emotionen und sogar Taten können täuschen. Emotionale Raubtiere wie Narzissten, Psychopathen, Soziopathen agieren in Mustern. Als Raubtiere und Parasiten sind sie auf externe Versorgungsquellen angewiesen. Die gute Nachricht ist, dass sie leicht zu überlisten sind, wenn wir ihre Tricks gelernt haben. Und darum geht es in dieser Serie. Fangen wir an. Wie Raubtiere in der Natur nutzen Narzissten und Psychopathen Jagdmuster. Erstens Fallen stellen und ködern. Zweitens Tarnung und Überraschungsangriff. Drittens direkte Attacken. Jemand, der zu Beginn der Beziehung dramatische und grandiose Liebeserklärungen macht, ist in der Regel manipulativ und hinterhältig. Dieser Modus operandi wird Lovebombing genannt, eine Form der Idealisierung, die dem Manipulator emotionale Kontrolle über die Zielperson gibt. Die narzisstische Honeymoon-Falle ist Routine für einen Narzissten, der schnell einen neuen Partner reinholen möchte. Um dabei die besten Resultate zu erzielen, wird diese Taktik oft durch Future-Faking und Viktimisierung ergänzt. Wie man so schön sagt, niemand verliebt sich schneller als ein Narzisst, der eine Bleibe sucht. Wenn du als Kind emotional vernachlässigt wurdest, kann Lovebombing eine starke Droge für dich sein, weil du dich schon immer danach gesehnt hast, bedingungslos geliebt zu werden. Genau das offeriert dir ein Narzisst und ein Psychopath in der Lovebombing-Phase. Obwohl er nicht dazu fähig ist. Wenn du in einen Narzissten oder Psychopathen verliebt bist und es nicht weißt, dann wirkt sich das ungefähr so aus, als wenn du einen Zukunftsvertrag kaufen würdest, in dem du deine Zeit und Energie in Potenzial statt in die Realität investierst, ohne einen Nachweis für deine Zahlungen. Selbst wenn du einen Nachweis für deine Zahlungen bekommst, zum Beispiel unterschriebene Quittungen, das habe ich schon in mehreren Fällen gesehen, kann sich der Betroffene diese Nachweise ins Bad hängen. Sehr viele Narzissten und Psychopathen, Soziopathen sind nicht erfolgreich. Sie leben parasitär, nur auf Kosten anderer. Sie sind offiziell insolvent, zahlungsunfähig. Ein Nachweis nützt dir überhaupt nichts, um dein Geld zurückzubekommen. Also Vorsicht! Halte in der Anfangszeit und auch in den kommenden Monaten Geld raus aus der Beziehung. Vollkommen. Solche Sachen sind Eheprivilegien oder Lebenspartnervorteile, an die ein Psychopath
Narzisst-Soziopath so schnell wie möglich gelangen will. Eine besondere Form des Lovebombings ist das Carebombing. Wenn dein neuer Partner weiß, dass du in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hast, könnte er genau das Gegenteil von deinen früheren schlechten Erfahrungen tun. Zum Beispiel, dass er pünktlich kommt und dich nicht versetzt, dass er dich nicht abwertet oder in irgendeiner anderen Form schlecht behandelt, dass er sich zuverlässig verhält, fürsorglich. Einen solchen Narzissten habe selbst ich nicht erkannt, nachdem ich schon mehrere Varianten von Narzissmus kannte. Ich hielt es nicht für möglich, dass so ein Mensch ein Narzisst sein könnte. Besonders Narzissten mit ambivalenten Bindungsstil können sehr fürsorglich sein. Schau dazu mein Video, welcher Bindungstyp ist dein Narzisst? Um dich davor zu schützen, ist es ganz wichtig, dass du in der Kennenlernphase einem neuen Partner nichts von deinen früheren Erfahrungen erzählst. Wenn es ein Narzisst oder Psychopath ist, ist es eine Anleitung, wie er sich dir gegenüber verhalten muss, damit du ihm vertraust. Eine weitere, ziemlich deutliche Form des Lovebombings ist das Großzügigkeitsbombing. Einige Manipulatoren bieten dir während des Datings teure Geschenke an, um eine Verpflichtung zu schaffen. Im Falle von Betrügern, eines Real-Life-Scammers, werden die Geschenke aufhören, sobald er dich sicher hat. Dann will er nur noch nehmen. Einige Narzissten sind während der Lovebombing-Phase vielleicht in dich verliebt. Diese Heiligenverehrung ist keine Liebe und sie ist nicht nachhaltig. Egal, ob sie verliebt sind oder dich zu Beginn der Beziehung nur manipulieren, wie Psychopathen das tun, das Traumleben, das sie dir versprechen, wird sich schnell in einen Albtraum verwandeln. Dass wir lernen, authentische Liebe von Idealisierung zu unterscheiden, ist entscheidend. Echte Liebe wird sich durch konkrete und bedeutungsvolle Kommentare über deine menschlichen Qualitäten ausdrücken, die ein Partner erst erkennen kann, nachdem er dich über einen langen Zeitraum kennt. Sobald du gemerkt hast, dass dich jemand mit Liebe bombardiert, scheue dich nicht, ihn darauf anzusprechen. Wenn du so jemanden eine Chance gibst, kann dich das Jahre deines Lebens kosten. Wenn du dir nicht sicher bist, gib ihm Zeit. Beim ersten Anzeichen einer Abwertung würde ich mich schützen und gehen. Abwertungen können auch so subtil stattfinden, dass du sie nicht direkt als Abwertung erkennst. Wir werden darüber in dieser Serie sprechen. Das sind dann die subtilen Abwertungsstrategien. Jetzt schauen wir ganz konkret, wie du Liebesbomben entschärfen kannst. Wenn ein Narzisst oder ein Psychopath dich lovebomben will, hört sich das wie folgt an. Du bist perfekt. Du bist unglaublich. Du bist so gut aussehend und smart. Du bist mein Superheld. Mögliche Antworten, um das Lovebombing zu entschärfen. Ein Narzisst wird nicht damit rechnen, dass du so unbeeindruckt reagierst. Das klingt süß, aber du idealisierst mich. Lass uns realistisch bleiben. Du weißt wirklich, wie du jemand das Gefühl gibst, etwas ganz Besonderes zu sein. Aber mit dem Bild, das du von mir hast, würde niemand mithalten können. Jeder Mensch hat Fehler und ich habe das Gefühl, dass ich mit dem perfekten Bild nicht übereinstimmen kann, das du dir da von mir gemacht hast. Oder du sagst mit einem Augenzwinkern, deine Worte geben mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Aber sie scheinen ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Eine sehr häufige Lovebombing-Attacke ist folgende. Hat das dein Narzisst, deine Narzisstin auch zu dir gesagt? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Du bist der einzige Mensch, der mich jemals wirklich verstanden hat. Diese Verlautbarung wird durch Viktimisierung ergänzt und appelliert an deinen Retterinstinkt. Wie du mit Lovebombing plus Viktimisierung umgehen kannst, zeigen dir die folgenden Antwortmöglichkeiten. Was gibt es an dir nicht zu verstehen? Werde ich dich auch dann verstehen müssen, wenn du mich verletzt hast? Manipulatoren spielen oft die Opferrolle, indem sie sich als Opfer der Umstände oder des Verhaltens anderer darstellen, um Mitgefühl und Sympathie zu wecken und dadurch etwas zu gewinnen. Sie suchen sich bevorzugt gutherzige Menschen aus. Retter und Problemlöser sind Beute erster Wahl.
Lovebombing und Viktimisierung sind eine gefährliche Mischung. Wenn du einen traumatisierten Menschen von einem Profiteur unterscheiden kannst, ersparst du dir jahrelangen Missbrauch, größere Verluste und langwierige posttraumatische Genesung. Narzissten sind ausgezeichnete Geschichtenerzähler. Die meisten Opferszenarien eines Narzissten klingen glaubwürdig und können nicht einfach so abgetan werden, ohne sich schlecht zu fühlen. Eine gute Strategie, um sie zu testen, besteht darin, ihm oder ihr mitzuteilen, dass du pleite bist oder ebenfalls Hilfe benötigst und dann zu beobachten, ob er oder sie weiterhin das gleiche Interesse an dir zeigt. Eine Person, deren Enthüllungen über vergangene traumatisierende Erlebnisse keine Momente der Selbstfindung enthalten, spielt höchstwahrscheinlich die Opferrolle. Nächste Lovebombing-Phrase. Du bist der Einzige für mich. Du bist die Einzige für mich. Was du darauf antworten kannst. Du meinst heute Nacht? Du meinst wie alle anderen vor und nach mir? Wie alle, denen du Herzchen auf Social Media sendest? Den finde ich besonders gut, weil ich meinen Narzissten dabei ertappt habe, wie er neben mir Herzen verschickt hat. Leuchtende Red Flags sind auch die folgenden Behauptungen. Ich werde niemals eine andere so lieben, wie ich dich liebe. Wir sind ein Traumpaar. Du bist meine Prinzessin. Ich werde dich niemals anlügen. Ziemlich coole Antworten darauf sind: Nie ist ein großes Wort. Süß, aber ist das nicht ein bisschen zu früh, sowas zu sagen? Ich mag dich auch sehr, aber lass uns diese Aussage in 3 Monaten noch einmal überdenken, um sicher zu gehen. In der Regel fangen Narzissten nach ca. 3 Monaten an, den Partner, die Partnerin abzuwerten. Doch Vorsicht! Besonders Narzissten mit psychopathischen Anteilen halten das viel länger durch. Sie verfügen über eine hervorragende Selbstkontrolle und brauchen nicht so schnell negativen Supply. Also ist das relativ. Mancher nimmt sich ein halbes Jahr Zeit oder ein Jahr Zeit. Sie können die Idealisierungsphase beliebig lange fortsetzen, besonders wenn sie sehr kalkuliert rangehen. Durchschnittlicher Narzisst wird jedoch nicht kalkulieren, er glaubt selber daran, dass er nun ganz enttäuscht vom Partner ist. Manipulation lässt sich auch an den folgenden Aussagen erkennen. Du bist für mich der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt. Dies ist eine subtile Form der Triangulation. Hier wirst du mit 8,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt trianguliert. Eine sarkastische Antwort darauf wäre: Mein Herr und König, gewährst du mir gerade das ultimative Privileg, bei dir zu sein? Oder er sagt: Ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen. Das kannst du mit folgender Antwort neutralisieren. Ich bin definitiv einzigartig, aber jemanden kennenzulernen braucht viel Zeit. Wir sind alle einzigartig, wie viele verschiedene Schildkrötenarten, die es besonders eilig haben und die Technik des Fast-Forwardings anwenden, Folgendes sagen: Willst du mich heiraten? Ich möchte viele Kinder mit dir haben. Ich weiß, dass wir uns erst seit kurzer Zeit kennen, aber ich kann mir vorstellen, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Du machst mich so glücklich. Lass uns auf eine tropische Insel ziehen und für immer Liebe machen. Das sind echte narzisstische Beispiele. Ich kann mir kaum ein Lachen verkneifen. Geht es euch auch so? Schreibt mir doch gleich in die Kommentare, was der Narzisst, die Narzisstin in der Anfangsphase zu dir gesagt hat. Liebesbomben, die mit Fast Forwarding kombiniert sind, kannst du entschärfen, indem du sagst: Wir sollten die Dinge langsam angehen, um sicherzustellen, dass das, was wir haben, auf festem Boden steht. Ich mag dich auch, aber ich habe das Gefühl, dass wir es zu eilig haben. Oh, das klingt schön. Aber wahre Liebe braucht Zeit. Und mit weniger werde ich mich nicht zufrieden geben. Lass uns einander ein Versprechen geben. Wenn wir in einem Jahr genauso fühlen, wie du jetzt sagst, werde ich dich heiraten. Das sind strategisch gute Antworten. Aber wenn du dich überrumpelt fühlst,
weil ihr noch ganz am Anfang der Beziehung seid, vielleicht beim 3. Date, dann brauchst du dich auch einfach nicht weiter mit ihm treffen. Ich möchte, dass wir diese Illusion ein Ende setzen, solange wir noch nicht so emotional involviert sind. Geschenke, Großzügigkeit als Waffe. Wie kann man damit umgehen? Es tut mir leid, ich kann das nicht akzeptieren. Es ist teuer und ich fürchte, ich kann bei dem Aufwand nicht mithalten. Ich kann solche Geschenke nicht von jemandem annehmen, den ich gerade erst kennengelernt habe. Ich muss wissen, was du im Gegenzug erwartest. Und mit einem Augenzwinkern könnte man sagen, kann ich das behalten, auch wenn wir mal Schluss machen? Jetzt kommt der vereinnahmende Bindungstyp. Der hört sich so an. Ich will dich ganz für mich allein. Ich möchte, dass wir alles zusammen machen. Ich möchte keinen Moment ohne dich verbringen, Schatz. Hier wird bereits versucht, dich zu isolieren, wie du dich davor abgrenzen kannst. Ich brauche persönliche Zeit und ich bin mir sicher, dass du das auch brauchst. Ich denke, persönlicher Raum ist gesund für jede Beziehung. Meine Familie und Freunde sind mir auch wichtig. Sie würden dich hassen, wenn du mich komplett klaust. Hier setzt du eine klare Grenze. Und das ist ein hervorragender Narzissmustest. Auf diese Weise kannst du ihm auf den Zahn fühlen. Und durchkreuzt das Ziel des Narzissten, dich nämlich komplett für sich zu vereinnahmen. Und darauf reagiert ein waschechter Narzisst gar nicht gut. Mit so einem Menschen wirst du dann die Beziehung nicht fortsetzen wollen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sehen wir uns beim 2. Teil? Dort erfährst du alles, was du wissen musst, damit Gaslighter bei dir keine Chance haben. Bis dahin.